Meine Welt, meine Meinung heute mit Hannah Bethke aus unserer Politikredaktion. Schönen guten Morgen, Hannah. Wir beginnen direkt mal mit deinem Aufreger des Morgens und der hat was mit Politik zu tun. Ja, das ist eine totale Überraschung. Heute ist nämlich die voraussichtlich letzte Generaldebatte im Deutschen Bundestag in dieser Legislatur. Es geht ganz groß um die gegenwärtige Situation in Deutschland. Und da wird eine Bilanz gezogen der vergangenen 3 Jahre Regierungs- und Oppositionsarbeit. Sprich, eine Bilanz der Ampel. Ja, genau. Und die eine Seite, also der Bundeskanzler wird sagen, also ich habe geliefert, ich war gut. Vom Wir redet er ja schon die ganze Zeit nicht mehr. Aber das ist irgendwie auch ein Fortschritt, oder? Also immer dieses Reden vom Wir, ohne dass sich da alle mit identifizieren können. Aber ich ahne, worauf du hinaus möchtest. Ja, und dann aber die andere Seite wird das ganz, ganz anders sehen. Also der Friedrich wird da kein Blatt am Baum lassen, oder? Davon ist wohl auszugehen. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen ernster darauf schauen und eine Bilanz ziehen, was fällt uns alles zur Ampel ein? Jetzt muss man fairerweise sagen, es sind auch Dinge gut gelaufen. Wir denken an die von Scholz proklamierte Zeitenwende oder auch an die Gaskrise. Da hat die Regierung das Land gut durch den Winter gebracht. Es gab keinen Wutwinter. Viele haben das befürchtet, dass dann die Menschen nicht genug Energie haben und frieren würden und dann alle auf die Straße gehen. Das ist alles nicht passiert. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Sachen, die wirklich keine positive Bilanz vorweisen können. Stichwort Heizungsgesetz. Das löst, glaube ich, immer noch bei manchen sehr ungute Gefühle aus. Und man kann, glaube ich, sagen, das war der Anfang vom Ende einer positiven Wahrnehmung der Grünen. Und letztendlich die Schuldenbremse, an der die Ampel dann gescheitert ist, ist immer noch so wie ein Damoklesschwert über diesem Dreierbündnis. Und es ist leider auch so, dass der Vertrauensverlust sehr groß geworden ist innerhalb dieser Legislatur und man wohl im Moment die Bilanz ziehen muss, dass die Heterogenität dieser Koalition dazu geführt hat, dass die politischen Ränder gestärkt worden sind. Hannah, und Nachrichten sind unser Geschäft, klar, aber für dich gibt es eine Nachricht des Tages. Ja, und zwar hat gestern Abend der Rechtsausschuss getagt zur angestrebten Legalisierung des von Abtreibungen des Paragraphen 218a. Das ist jetzt vorerst gescheitert. Wir erinnern uns, die Ampel hatte vor, das grundsätzlich aus dem Strafrecht zu verbannen. Also in Deutschland ist es ja so, dass es grundsätzlich rechtswidrig ist, abzutreiben. Aber unter bestimmten Auflagen ist es möglich. Das hat das Bundesverfassungsgericht vor 30 Jahren ungefähr so geregelt, wie ich finde, eine sehr kluge Regel, weil wir hier eine Gratwanderung haben durch ethische Grenzfragen, dass der Schutz des ungeborenen Lebens gewährleistet sein muss, aber auch die Rechte der Frauen gestärkt werden müssen. Das wollte jetzt aber, also jetzt gab es dann einen Gruppenantrag von SPD, Grünen und Linkspartei, die wollten das grundsätzlich rausnehmen aus dem Strafrecht. Diesen Beratungsteil. Ja, genau. Aber auch, dass es dann, also dass es überhaupt nicht mehr im Strafrecht geregelt ist bis zur 12. Woche. Und da wird es jetzt aber keine Abstimmung mehr geben. Das hat nichts geklappt. Hannah, was wird denn abgesehen davon und auch von der Generaldebatte noch heute wichtig? Was ich total interessant finde, es beginnt heute die Didakta, die europaweit größte Bildungsmesse. Bildung ist ja auch ein sehr großes Thema, da könnte man jetzt 1 Stunde lang drüber reden. Und zwar leider, muss man sagen, etwas negativ, weil also zumindest in Deutschland kaum Positives zu berichten ist. Es gibt verheerende Leistungsbilanzen, die elementaren Kenntnisse im Lesen, Schreiben, Rechnen, Konzentrieren lassen nach. Die Ausbildung ist sehr schlecht geworden. Es fehlt an Lehrern. Also es gibt da sehr viele Themen. Interessant ist aber auch, dass im Moment die Aufregung sich gar nicht konzentriert auf die Bildungsdefizite, sondern darauf, dass die AfD dort einen Stand hat. Und jetzt befürchten manche, die AfD könnte jetzt die jungen Menschen, die sich da rumtreiben, ideologisch irgendwie beeinflussen. Ich denke mir, meine Güte nochmal, jetzt seid mal etwas gelassener. Noch ist es eine demokratisch legitimierte Partei. Das muss eine Demokratie aushalten können. Außerdem sind da, soweit ich weiß, ungefähr 700 Aussteller. Also es gibt genug Gegenangebote. Und man kann doch den Menschen auch zutrauen, dass sie in der Lage sind zu erkennen, was die AfD da alles für einen Blödsinn erzählt. Es ist nur ein Infostand, muss man sagen. Ja, genau. Es ist nur ein Infostand. Vielleicht noch ein bisschen Hoffnung für den Tag oder die nächsten Tage. Es gibt eine gute Nachricht. Unser noch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und grüner Kanzlerkandidat hat doch nichts abgeschrieben. Der Plagiatsjäger Stefan Weber, ja, der hat nämlich Habeck vorgeworfen,
er habe in seiner Doktorarbeit abgeschrieben. Jetzt hat aber die Universität Hamburg das entkräften können, hat gesagt, es liege kein wissenschaftliches Fehlverhalten vor. Und es ist auch ein bisschen Hanebüchen. Offenbar ist es so, es gibt keinen einzigen vollständigen Satz, der plagiiert worden ist bei Habeck. Es geht um Kleinigkeiten in den Fußnoten. Es geht darum, wie geht man mit Primärquellen um. Und er hat, also der Vorwurf lautet, er habe sich mit der Lektüre von Primärquellen geschmückt, aber habe sie eigentlich nur der Sekundärliteratur entnommen. Das kann man jetzt sagen, das ist ein bisschen schlampig gearbeitet. Es ist aber andererseits auch schwer nachzuweisen, weil das auch Zufall sein kann. Und ich finde, also mich hat es jetzt gefreut, dass wir uns nicht um eine neue Plagiatsaffäre kümmern müssen. Ich bin wirklich für Akribie und gute wissenschaftliche Praxis. Aber wir haben gerade echt dringendere Probleme. Und es ist ein guter Tag für die Demokratie, wenn unsere Politiker sich dann doch auch als ehrlich und ehrwürdig herausstellen. Zumindest beim wissenschaftlichen Arbeiten. Ganz genau. Dankeschön. Danke, Hanna.